Gestern sind diese Haftbefehle erlassen worden und das wird jetzt gewissenhaft geprüft, was das innerstaatlich, also innerhalb von Deutschland, für Konsequenzen haben kann. Waffenlieferungen nach Israel unterliegen immer einer Einzelfallprüfung und da bleibt es auch jetzt dabei. Wir haben ja deswegen eine Erklärung gemacht, die beiden Bedingungen, über die wir sprechen, gerecht werden müssen. Das ist einerseits die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofes, den wir sehr unterstützen, und andererseits die von Ihnen angeführte geschichtliche Verantwortung. Und insofern ist auch im Lichte dieser beiden Aspekte ist diese Sprechererklärung oder ist die Erklärung zu sehen. Ich könnte mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen. Mitarbeiten, gilt das auch für die Deutschen? Ist Herr Netanyahu in Deutschland willkommen? Über Reisepläne des israelischen Ministerpräsidenten ist mir nichts bekannt. Ich habe nicht nach einem Reiseplan gefragt, ich habe gefragt, ob er willkommen ist. Ich habe keine akuten Anfragen aus dem Büro des Premierministers Israels, dass er nach Deutschland kommen will, und insofern muss ich mich dazu nicht weiter äußern. Also ich kann, weil Sie auch das Auswärtige Amt angesprochen haben, Sie nur noch mal darauf verweisen, was auch die Außenministerin heute Morgen ja in einer deutschen Fernsehsendung gesagt hat und was wir ja von dieser Stelle hier auch immer wieder gesagt haben. Dieses Gericht ist unabhängig, diese Unabhängigkeit des Gerichts achten wir, und natürlich ist Deutschland an Recht und Gesetz und an das Völkerrecht gebunden. Unsere Haltung zu Israel ist unverändert, und wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass wenn es Vorwürfe, wenn es Anzeichen gibt, dass internationales humanitäres Völkerrecht nicht eingehalten wird, muss das aufgeklärt werden, und zwar auch durch die und vor allen Dingen durch die israelische Justiz. Und zum anderen haben wir ja auch immer wieder gesagt, humanitärer Zugang ist extrem wichtig. Es muss mehr getan werden, um das Leid in Gaza zu lindern, und dieser humanitäre Zugang muss gewährleistet werden. Natürlich ist Israel an das humanitäre Völkerrecht gebunden.